Wie gehst du mit Herausforderungen um? Das ist meine Frage zum heutigen Fragenfreitag und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Warum stelle ich dir diese Frage? Weil wir alle diese Tage kennen, die uns einfach ein bisschen überfordern. Tage, wo so viel im Außen passiert, dass es dir schwerfällt, die innere Ruhe zu behalten. Tage, die dich einfach nerven, wo du dir so denkst, ey, irgendwie reicht's jetzt auch mal langsam. So, es ist schon echt viel passiert und es muss jetzt nicht immer noch einer draufgesetzt werden. Genau von diesen Tagen rede ich, genau von diesen herausfordernden Situationen rede ich gerade. Weil bei mir gestern so ein Tag war, habe ich euch gefragt, was ihr an solchen Tagen macht. Weil ich finde, es ist immer leicht, irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche Tipps, irgendwelche Impulse mitzugeben, wenn alles super läuft. Aber gerade in solchen Situationen, wenn mal nicht alles super läuft, was ganz normal ist, was einfach menschlich ist. Gerade in solchen Situationen finde ich es auch super wichtig, dass ich dann damit transparent bin und euch auch frage, was ihr in solchen Situationen macht, dass wir uns da austauschen können, weil die Energie überträgt sich ja auch. Genau deswegen nehme ich dir jetzt gerade dieses Video auf, um eure Impulse heute wieder zu teilen, denn ich möchte das wieder umdrehen. Ich habe euch gefragt, ihr habt geantwortet und diese Antworten möchte ich heute sehr, sehr gerne mit dir teilen, dass wir hier wieder einen Raum erschaffen für den gegenseitigen Austausch, um uns weiterzuhelfen, um zusammen zu wachsen, denn darum soll es hier gehen. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist. Und wenn du magst, erzähle ich dir sehr, sehr gerne die Geschichte, warum gestern ein herausfordernder Tag für mich war. Hast du Lust? Hast du Lust? Yes, sehr schön. Wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, bin ich ja seit ein paar Wochen oder Monaten mit dem ISG hinten beschäftigt. Er seit Monaten. Bei mir ist das jetzt so seit 3-4 Monaten relativ akut, dass die Schmerzen halt nicht mehr weggehen. Warum ich dir das erzähle? Weil es für mich gerade eine sehr herausfordernde Situation ist. Weil ich bin natürlich in meiner Routine, in meinem Alltag gerade sehr eingeschränkt, weil Sport natürlich komplett wegfällt. Die Bewegung soll ich so auf ein Minimum reduzieren, was mir auch nicht sonderlich leicht fällt. Ich meine, der kleine Spaziergang hier einmal in den Wald oder aufs Feld oder so, der muss einfach drin sein, weil der Kopf sonst durchdrehen würde. Es ist einfach gerade eine sehr herausfordernde Situation für mich. Und da möchte ich ganz transparent mit dir umgehen. Jetzt gerade ist es so, dass ich einen ganz guten Orthopäden gefunden habe, der sich da auch hinterklemmt, der Bock hat, das rauszufinden. War jetzt gestern nochmal im MRT. Sollte zumindest so sein. Dann hatte ich einen Termin für 10 Uhr, komme dann um 10 Uhr dahin. Natürlich ist es ganz normal, dass du erstmal ein bisschen wartest, ne? Setz mich dann dahin und warte so ungefähr eine Stunde, bis dann die Sprechstundenhilfe zu mir kommt und so meint, ja ey, sorry, wir haben heute voll den Ärztemangel, wir haben irgendwie nur 2 Ärzte da und komm bitte in 3 Stunden nochmal wieder. Habe ich gesagt, alles gut, gar kein Problem so, kann ich verstehen, wenn Ärztemangel da ist, alles gut. Ich hatte nämlich um 11 wollte ich sowieso an der Uni sein, weil ich da noch den Schlüssel abgegeben habe, weil ich ja den Lehrstuhljob aufgehört habe und da wollte ich dann den Schlüssel einmal vorbeibringen, nochmal kurz Hallo sagen, kleinen Lacher verteilen. In der Zwischenzeit noch einen kleinen Snack geholt, weil ich immer erst relativ spät frühstücke, so um 12, 1 Uhr, also am Ende noch einen Snack geholt. Bin dann wieder zurück zum MRT, war dann um 1:30 da, bin dann um 2 Uhr auch wirklich dran gekommen, war dann in der Röhre, einmal alles durchgerödelt und dann komme ich raus. Hab mir so gedacht, nice, jetzt kannst du nach Hause, dir dein Porridge machen und den Rest des Tages dann noch nutzen. Und da komme ich da raus. Und dann sagt sie mir, ja, Herr Mohlfeld, wir müssen das leider nochmal machen, weil auf dem MRT sieht man gar nichts. Auf dem MRT sieht man nichts. Das heißt, gleich nochmal eine Runde mit Kontrastmittel. Kommen Sie in einer halben Stunde nochmal wieder. Leichter Puls, aber alles noch im Rahmen. Ne? Ich bemühe mich dann wirklich in solchen Situationen immer freundlich zu sein und eigentlich gelingt mir das, glaube ich, auch ganz gut. Ich dann zurück zum Auto, Parkticket dran. Super. Super! Parkticket dran. So, als ich das erste Mal da war, um 10. Parkscheibe reingelegt, alles vorbildlich, so der Deutsche, ne? Parkscheibe rein, bin zurückgegangen, weitergefahren, ja? Und dann komme ich dahin, beim zweiten Mal Parkscheibe vergessen. 20 €, gut, Puls leicht erhöht, ja? Dann, halbe Stunde später, gehe ich wieder da rein. Warte eine halbe Stunde, wieder in die Röhre, einmal durchgeschüttelt, davor noch hier die Leitung gelegt und Kontrastmittel rein. Und dann war ich irgendwie so um 4 Uhr, war ich dann da raus. Termin von eigentlich halbe Stunde, hat 4 Stunden gedauert. So, der Tag war damit durch. Plus 20 € Parkticket.
Und das sind so Situationen, die sind irgendwie herausfordernd. Weil dann gehst du da raus, ich hatte ja da noch nicht mal irgendwie ein Ergebnis. Ich weiß jetzt ja immer noch nicht, was es ist. Gehst du raus, hast dann eine CD, in dem Fall 2 CDs am Start. War an dem Tag 3-mal in der Radiologie, 3-mal im MRT. Also war ein guter Tag gestern. Ich weiß, dass du jetzt hier immer noch dran bist, weil du die Geschichten feierst. Vielen, vielen Dank und so viel zur Hintergrundstory, warum gestern ein herausfordernder Tag war. Was ich gestern gemerkt habe, ich werde in solchen Situationen immer besser, das einfach zu akzeptieren, das einfach hinzunehmen, weil ich kann es eh nicht ändern. In der Situation kann ich nichts ändern daran. Und das ist auch schon mein erster Impuls an dich. Gerade in solchen Situationen, wo es schwer ist, wo es herausfordernd ist. Das ist deine Chance zu beweisen oder für dich selber einfach zu überprüfen, was du aus diesen ganzen theoretischen Dingen, aus diesen ganzen Impulsen für dich mitgenommen hast. Gehst du dann da voll an die Decke und beschwerst dich und sagst dir, kann doch jetzt hier nicht sein, dass ich schon wiederkommen muss und so. Oder beruhigst du dich dann selber und denkst dir, ja, es ist halt einfach so, wie es ist. So, die können ja auch nichts dafür. Das ist gerade einfach so. Das akzeptierst du, du hast keinen Einfluss darauf. Klar kannst du dich da kurz irgendwie ein bisschen drüber aufregen, innerlich, aber es bringt nichts, da irgendwie negative Stimmung zu verbreiten, die Leute anzumachen für irgendwas, was die überhaupt nicht beeinflussen können. Akzeptiere die Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Ich habe ja euch gefragt, wie ihr mit herausfordernden Tagen umgeht. Und ich verrate dir am Ende des Videos noch, wie ich solche Tage für mich selber meister, wie ich damit umgehe, was mir persönlich am meisten hilft. Aber bevor ich das mache, steige ich jetzt direkt ein und teile mal eure Impulse mit dir. Yes! Nummer 1. Ich bin dann auch voll genervt, komme dann oft nicht aus meiner Haut raus. Kann ich absolut nachvollziehen. Mein Tipp dazu, das, was ich gerade eben gesagt habe. Das akzeptieren, worauf du keinen Einfluss hast. Wenn du es nicht ändern kannst, nimm die Situation so hin und schau, dass du Dinge raussuchst, die du beeinflussen kannst, wie zum Beispiel deine Emotionen, deine Gefühle. Wie willst du dich gerade fühlen? Nummer 2. Eine Runde in den Wald. Yes! Eine Runde in den Wald gehen. Hilft mir persönlich auch sehr, sehr gut. Nummer 3. Flüchten. Wenn es dir hilft, dann mach das erstmal, aber irgendwann kommt die Situation ja immer wieder. Du kannst zu einem gewissen Grad vor der Situation flüchten, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil hier oben nimmt dich die Situation immer weiter in Anspruch. Und da kannst du nicht flüchten. Ja, hier oben bist du immer da. Mein Tipp an dich, geh in die Situation rein. Ja, äußerlich kannst du flüchten, aber dann beschäftige dich im Nachhinein nochmal damit, was dich da genauso getriggert hat. Und schau, dass du da für dich Techniken findest, wie du da reingehen kannst. Zum Beispiel mit Meditation, mit Spaziergängen im Wald, dass du hier oben wieder Klarheit für dich schaffst und da nicht flüchtest. Das geht vielleicht kurzfristig, aber langfristig ist das meiner Meinung nach nicht die beste Lösung, um damit umzugehen. Tief durchatmen und es als Möglichkeit sehen, das Leben zu erfahren. Sehr, sehr schön. Weise Kommentare für weise Antworten drin, das freut mich ja wirklich sehr. Die Möglichkeit sehen, das Leben zu erfahren, yes. Genau das ist das, was mich jetzt auch in letzter Zeit stark beschäftigt oder was mir dabei hilft, diese Lektion darin zu sehen oder in den Sinn dahinter zu sehen. Da bin ich gerade noch dabei, das herauszufinden, dass ich das als Chance sehe, das Leben nochmal anders zu erfahren, auf eine andere Art und Weise, die Botschaft dahinter zu erkennen. Das gibt mir gerade unendlich viel Kraft, dass du das als Chancen siehst, daran zu wachsen. Ja, Herausforderungen geben dir ja persönlich immer die Möglichkeit, stelle ich mich jetzt dieser Herausforderung oder flüchte ich vor der Herausforderung, laufe ich davor weg? Und wenn du dich der Herausforderung stellst, dann ist das eine Chance für dich, daran zu wachsen, da gestärkt rauszugehen. Nächste Lösung gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut, und zwar Musik an und tanzen. Ein bisschen dancen finde ich auch sehr, sehr gut. Wenn die richtige Playlist läuft, wenn die richtige Musik läuft, dann funktioniert das auf jeden Fall. Einfach laut mitsingen, am besten mit irgendwelchen Lieblingsliedern, die du in- und auswendig kennst, wo du den Beat feierst, wo du den Text feierst, die du einfach mitschreien kannst. Ab in den Wald, meditieren, gutes Buch, gutes Essen, guter Input, ab ins Gym und so weiter. Yes, fühle ich alles. Wald, meditieren, gutes Buch, gutes Essen, guter Input, ab ins Gym. Wenn es dann wieder geht, finde ich sehr, 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 sehr gut und hilft mir persönlich auch, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Meditation, innere Ruhe schaffen. Sehr, 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 sehr schön. Das ist gerade so mein Lösungsansatz Nummer 1. Meditation, innere Ruhe schaffen und gerade auch die Zeit im Wald, weil es gerade auch das Einzige ist, was irgendwie möglich ist, was mir hilft. Gerade um hier oben Klarheit zu schaffen, um diese innere Ruhe herzustellen, sind Atemübungen eine hervorragende Lösung. Wenn du magst, dann schreib mir hier gerne mal in die Kommentare rein, dann teile ich dir nämlich eine persönliche Atemübung von mir. Dann schicke ich dir einen Link, wo du dir eine Atemübung von mir eingesprochen anhören kannst und für dich mitnehmen kannst. Lass mich das in den Kommentaren wissen, dann schicke ich dir den Link von Herzen gerne zu. Meditation, sehr schön. Laut Musik hören, yes. Gefühle zulassen, super wichtig. Die Gefühle wollen gefühlt werden. Und wenn du die Gefühle immer von dir wegdrückst, das wegschiebst, dann kommen die immer wieder.
Das Leben stellt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du eine passende Lösung für dich gefunden hast. Und die Gefühle zu ignorieren, weil du die einfach nicht fühlen willst, die immer wegzudrücken, das löst die Herausforderung nicht. Irgendwann wirst du dich diesen Gefühlen, diesen Emotionen, diesen Herausforderungen stellen müssen. Du kannst selbst entscheiden, ob du immer wieder daran erinnert werden möchtest, ob du immer wieder dieselbe Aufgabe gestellt haben möchtest oder ob du dich der Herausforderung von dir selbst stellst. Das kannst du für dich entscheiden. Wie entscheidest du dich? Wie entscheidest du dich? Stellst du dich der Herausforderung und an meinen Kraftort gehen? Yes. Entweder du gehst einfach durch den Wald oder du bist vielleicht gedanklich am Meer mit einer Visualisierung. Funktioniert für mich auch sehr, sehr gut. Musik und Ausrasten bei sowas. Ja. Musik und Durchdrehen. Mein persönlicher Tipp, Dorfdruck-Playlist. Einfach schön Hardstyle, richtig reinhämmern und einfach durchdrehen. Ich gucke mir das Parkticket an und denke mir nur, Junge, was denn noch? Was denn noch alles? So, und dann setze ich mich ins Auto, hau mir einfach ein bisschen Dorfdruck um die Ohren und raste dann dazu aus. Das hilft. Das hilft, um einfach der Energie ein bisschen freien Lauf zu lassen und danach wieder ein bisschen klarer im Kopf zu sein. Bin ich froh, dass ich da nicht alleine bin. Bewusst werden darüber, so weit möglich und in die Stille gehen. Kontrast dazu. Bewusst werden und in die Stille gehen hilft mir auch sehr. Bei mir ist das so, wenn ich in die Stille gehe, dann wird es ja hier oben erstmal richtig laut. Und das kann am Anfang ein bisschen angsteinflößend sein. Da ist Meditation und Atemübungen und diese ganzen Techniken ein super starkes Stichwort. Weil über die Atmung kannst du deinen Körper steuern. Tief einatmest, tief ausatmest, dich darauf fokussierst, dann fährt dein Körper automatisch runter. Dann gehst du in die Stille und dann wird es hier oben auch immer ruhiger. Dann kannst du deinen Gedanken ein bisschen Raum geben, setzt dich vielleicht an Orte, wo du eine schöne Aussicht hast, lässt deine Gedanken ein bisschen schweifen. Und mir hilft das immer, gerade in diesen Situationen, wenn ich in die innere Stille gehe, dann werde ich mir auch bewusst darüber, was da so im Außen passiert. Dann werde ich mir bewusst darüber, was ich daraus lernen kann, was ich daraus mitnehmen kann. Welche Impulse ich dann mit dir auch wieder teilen kann. Das war's! Vielen, vielen Dank! Wow! Super schöne Impulse. Danke euch fürs Teilen. Richtig schön, da so in den Austausch mit euch zu gehen. Was mir hilft an herausfordernden Tagen, Nummer 1, den Kopf durchlüften. Entweder du gehst raus in die Natur und lässt deine Gedanken schweifen, gibst deinen Gedanken einfach mal ein bisschen Raum und lüftest hier oben durch, lässt dir den Wind ein bisschen um die Ohren wehen und machst wieder Platz für neue Gedanken hier oben. Nummer 2, Sport, wenn es möglich ist, hilft immer. Hilft immer. Musik hilft super in Kombi damit. Was mir im Moment extrem hilft, ist Meditation, in die innere Stille zu gehen, dass ich so wieder aufräume und in die innere Ruhe, in den inneren Frieden komme und hier oben Klarheit schaffe. Was mir außerdem hilft, Allzweckwaffe ist es mit Humor. Ich habe dir gestern dazu einen Post verfasst. Humor hilft immer. Ich gucke auf die Windschutzscheibe und sehe das Parkticket da. Im ersten Moment denke ich mir, boah, warum? Das kann doch jetzt nicht auch noch dazukommen. Und im zweiten Moment habe ich mir nur gedacht, so, was für ein Kack. So, da stand ich da und habe mich einfach nur darüber kaputt gelacht, über diese eigene Doofheit, dass du beim ersten Mal die Parkscheibe reinlegst und beim zweiten Mal es einfach vergisst. Du denkst vorher noch dran, indem du auf den Parkplatz fährst, denkst du noch, ich lege jetzt gleich die Parkscheibe ins Auto, sonst gibt es ein Ticket. Dann vergisst du es, weil du da schnell zu dem Termin möchtest, bist nicht anwesend im Moment, bist nicht voll hier, bist mit den Gedanken schon einen Schritt weiter und kommst dann zurück, siehst das Parkticket da und dann sind das so Situationen, da muss ich einfach innerlich über mich selbst lachen. Das hilft mir extrem, solche Tage zu meistern, indem du auch über dich selbst lachen kannst. Indem du so eine Story dann im Nachhinein einfach lustig erzählst, weil du darüber lachen kannst. Das hilft extrem. Vielleicht hast du das am Anfang auch an meiner Art und Weise gemerkt, wie ich die Story erzählt habe, dass das natürlich dich innerlich irgendwie so ein bisschen auffühlt. Das ist komplett selbstverständlich, das ist menschlich. Wenn du darüber lachen kannst, wenn du auch über dich selbst lachen kannst, dann fällt dir das so viel leichter, damit umzugehen. Das ist mein heutiger Tipp an dich. Und meine Frage an dich, wie gehst du mit herausfordernden Tagen um? Wie meisterst du Herausforderungen? Lass mich das sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, dass du hier die Zeit mit mir verbracht hast, diesen Fragenfreitag, dass wir den zusammen feiern können und wünsche dir einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr, sehr gerne. Und ganz viel Energie für dich. Du bist ein wundervoller Mensch. Vielen, vielen Dank. Dein Nils. Ciao.